Hey Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um die Novellierung des Hackerparagraphens. Aktuell steht eine Gesetzesänderung im Raum, die den berüchtigten Paragraph 202 des Strafgesetzbuches verändern soll. Wie weit diese Änderungen gehen, was ich davon halte und was das auch für die Sicherheitscommunity bedeutet, das und mehr erfahrt ihr in diesem Video. Gleich nach dem Intro geht's los. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes, das verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, fühl bis weh. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird seine Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto, Video, eine Seed, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, aktuell diskutiert man um ein paar wichtige Änderungen vom 202 StGB, dem sogenannten Hackerparagraphen. Man hat ein paar Sachen angepasst, man plant den in gewissen Grundzügen zu erweitern, weil man hat einfach mitbekommen, dass in der letzten Zeit, wo das Thema IT-Security, Auffinden von Sicherheitslücken immer ein wichtigeres Thema wird, der 202 einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Der kommt aus einer Zeit, wo einfach grundsätzlich jeder, der irgendwas im Bereich Hacking gemacht hat, unter Generalverdacht gestellt worden ist, der möchte einfach nur Böses. Mittlerweile sieht man selber gerade bei so Schwachstellen wie Log4j, dass wenn Sicherheitsforscher aktiv so Schwachstellen sich anschauen und die auch entsprechend melden, dass das auch zum großen Vorteil von allen sein kann. Ja, aktuelle Problemstellung ist einfach die, dass Sicherheitslücken prinzipiell sowohl den Staat, die Wirtschaft als auch uns in der Gesellschaft als Bürger gefährden. Gleichwohl ist es so, dass engagierte Sicherheitsforscher auch immer wieder ins Rampenlicht der Justiz kommen. Man kann sich daran erinnern an einen Fall vom Amtsgericht Jülich von 2023, wo ein Programmierer eine Schwachstelle gefunden hat die gemeldet und zum Dank ist er letztendlich von der Firma, die diese Software hergestellt hat, angezeigt worden. Die Richter haben sich dem Ganzen nicht anschließen können, dass der dann nur eine Schwachstelle gefunden hat, um dem Softwarehersteller zu melden, sondern die haben einfach gesagt, ja mei, das Gesetz, das sieht es so vor, das ist eindeutig ein Angriff, also wirst du bestraft. Und das ist einfach ein Thema, was sehr schwierig ist. Unter der aktuellen rechtlichen Lage würden zum Beispiel solche Suchanbieter wie Shodan, die Systeme im Internet abprüfen, ob bestimmte Ports offen sind, die vielleicht auch auf Sicherheitslücken hindeuten können, wären eigentlich nach dem aktuellen Hackerparagraphen im 202 StGB schon so zu sehen, wenn man das jetzt ganz nüchtern betrachtet, als würde das die Vorbereitung einer Straftat schüren, weil es gibt ja das Thema der Definition von unbefugt, die halt einfach von den Gerichten da sehr, sehr klein gesehen wird, dass unbefugt auch schon bedeutet, wenn ich irgendwelche Sachen tue, ohne dass ich den Eigentümer oder den Besitzer oder Betreiber des Systems um Erlaubnis gefragt habe. Und das kann man bei Shodan jetzt nicht sagen. Also ich erlaube jetzt Shodan nicht ausdrücklich, dass die zum Beispiel meine Internetseite scannen dürfen. Machen die einfach. Also ja, haben wir da auch schon ein gewisses Problem. Ja, wie schauen jetzt die geplanten Änderungen aus? Grundsätzlich bleibt der 202 erstmal in seiner Grundform bestehen. Man geht jetzt aber weiter und ergänzt den Satz 1 und Satz 2, den es jetzt schon gibt, um einen neuen Abschnitt 3 und 4. Der Abschnitt 3 soll das, was jetzt eigentlich sich in den letzten Jahren so als Gang und Gäbe etabliert hat, nochmal unterstreichen. Absatz 3 sagt, wir können uns das auch gerne mal hier anschauen, ich blende euch das jetzt mal ein. Das sind die Ergänzungen, die einfach sagen, Handlungen sind nicht unbefugt, wenn sie mit der Absicht erfolgen, eine Schwachstelle oder ein Sicherheitsrisiko festzustellen, um die für die informationstechnischen Systemverantwortlichen, den betreibenden Dienstleister, den Hersteller
oder das BSI entsprechend darüber zu unterrichten und so weit geht, wie es natürlich für die Feststellung der Sicherheitslücke erforderlich ist. Bedeutet, ich darf gemäß ethischen Grundsätzen mich auf die Suche nach Schwachstellen machen, wenn ich fest vorhabe, das den entsprechenden Betreiber oder dem BSI zu melden. Also in der Praxis wäre es natürlich dem Hersteller, dem Betreiber melden, BSI vielleicht ergänzend dann noch, wenn es entsprechend relevant ist. Absatz 4, da können wir uns jetzt auch mal kurz drauf schauen. Der Absatz 4 sagt, der macht nochmal das Ganze jetzt, also Absatz 3 hat es jetzt etwas aufgeweicht, Absatz 4 schärft es wieder nach. Absatz 4 geht nämlich genau auf die Fälle, wo wir die Bandenkriminalität haben. Das, was wir jetzt auch gerade im Bereich der Cyberangriffe, Verschlüsselungstrojaner und so weiter haben. Und zwar sind das die Fälle, die werden jetzt mit einer Freiheitsstrafe versehen von 3 Monaten bis 5 Jahre. Und dieser besonders schwerwiegende Fall, der in dem Satz 4 jetzt definiert wird, bedeutet, wenn wir entsprechende Vermögensverluste großen Ausmaßes herbeiführen, Beispiel Lösegeldforderung, Verschlüsselungstrojaner, aus Gewinnsucht oder gewerbsmäßig handelt oder als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von solchen Taten verbunden hat, also im Prinzip sämtliche cyberkriminellen Vereinigungen, und durch die Tat die Verfügbarkeit, Funktionsfähigkeit, Integrität, Authentizität oder Vertraulichkeit einer kritischen Infrastruktur oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder beeinträchtigt. Ja, sprich, Computersabotage betreibt, um dort im schlimmsten Fall zum Beispiel auch kritische Infrastrukturen außer Gefecht zu setzen. Ja, das heißt, Part 3, wie ich schon gesagt habe, ist für die Sicherheitsforscher und der Part 4, Absatz 4, ist im Prinzip nochmal zu nachschärfen, um die Cyberkriminellen entsprechend dort zu treffen. Ja, dann gibt es noch ein paar kleine Ergänzungen, und zwar im Bereich 202b und 303a. Da verweist man jetzt einfach auf diese Ergänzungen Nummer 3 und Nummer 4, die ich eben gerade erklärt habe, um da auch diese Paragraphen nochmal entsprechend abzumildern, aber auch nachzuschärfen. Der 202b bezieht sich auf das Abfangen von Daten. Das ist im Prinzip, dass ich mich irgendwo in die Leitung hänge, man in the middle, was ich ja natürlich auch oft mal für entsprechende Sicherheitstests benötige. Und der 303 ist die Datenveränderung. Das unbefugte Löschen, Unterdrücken, Verändern von Daten. Auch das brauche ich vielleicht mal im Rahmen von einer Sicherheitslücke, dass ich sagen kann, ich muss wirklich validieren, ob ich mit dieser Sicherheitslücke zum Beispiel einen schreibenden Zugriff in die Datenbank habe, um dann zu beweisen, oh, da haben wir womöglich ein rechtetechnisches Problem, weil dieser Schreibzugriff zum Beispiel nicht möglich sein sollte. Genau, also da wird das im Prinzip rund gemacht. Persönliche Erfahrung zu dem Thema. Ja, ich begrüße die Änderung, weil sie gehen einen richtigen Schritt in die richtige Richtung. Momentan ist es halt einfach schwierig, weil die ganze Sicherheits-Community momentan einfach immer in der Gefahr ist, irgendwo mit dem Gesetz in Konflikt zu stehen. Durch diese Änderung ist es jetzt so, dass wirklich, wenn ich mit entsprechenden ethischen Hacking oder mit dem Vorsatz, Schwachstellen zu finden, ich nun deutlich sicherer unterwegs bin, als wie es bisher gewesen ist. Ich kann selber sagen, ich habe schon viele Schwachstellen an verschiedene kleinere und größere Unternehmen gemeldet, und wie das die einzelnen Unternehmen aufnehmen, ist sehr unterschiedlich. Also manche sind wirklich dankbar, die sagen, hey, super, danke, dass ihr mir das gemeldet habt. Wir kümmern uns umgehend darum, die Schwachstelle zu beheben. Andere sagen, wie kommst du daher, mir zum Sagen, ich vielleicht als Unternehmen, was irgendwo schon irgendwie wichtig für die Sicherheit ist, oder sagt, ja, bei uns ist Sicherheit wichtig, und dann stellst du bei uns noch eine Schwachstelle fest, wie kannst du das überhaupt erlauben? Und dann wären die unter Umständen schon, ich will nicht sagen aggressiv, aber unfreundlich, um dann als Sicherheitsforscher, der eigentlich eine positive Absicht verfolgt,
schon irgendwo unter Druck zu setzen. Also die Frage stellt sich dann wirklich, das Thema kann man auch mal sicher in einem eigenen Video aufnehmen, zum sagen, ja, Sicherheitslücken melden oder nicht. Also unter der alten Welt, sagen wir mal, wenn das jetzt unverändert bleibt, muss man sich manchmal schon die Frage stellen. Aber ich sage, ich als Sicherheitsforscher bin da schon dazu verpflichtet, und das möchte ich auch, entsprechende Schwachstellen zu melden, weil alles andere würde ich jetzt nicht als ethisch vertretbar sehen. Weil zu warten, bis irgendwelche Bösen die Sicherheitslücken selber entdecken und ausnutzen, in der heutigen Zeit, nee, das sollte man jetzt einfach nicht machen. Ja, also Fazit meinerseits, ich hoffe, dass die Änderung auch die Zusammenarbeit zwischen die Unternehmen und die IT-Sicherheitsforscher entsprechend stärkt, erleichtert und dass da auch ein besseres Verständnis für diese Themen auch auf Seite vielleicht der nicht ganz so großen Anbieter entsteht, weil die ganz großen, sagen wir mal, die sind mittlerweile schon sehr gut oft in Bug-Bounty-Programme etabliert, das heißt, die lassen aktiv auch jetzt schon zu, dass unter einem abgesteckten Rahmen entsprechende Schwachstellen-Scans oder Forschung nach Sicherheitslücken in bestimmten Produkten, also wie gesagt ein ganz abgesteckter Rahmen, auch jetzt schon erlaubt ist. Das Gesamtfazit, unabhängig jetzt mal von meiner persönlichen Meinung, dass ich das gut finde, muss man sagen, ist letztlich eine Chance für die IT-Sicherheit, für alle, davon zu profitieren, dass man jetzt mehr und aktiver auf Sicherheitslücken zugehen kann, ohne dass man entsprechend Angst haben muss, entsprechend mit dem Gesetz in Konfrontation zu gehen. Wie schätzt ihr die Änderung ein? Seht ihr das genauso wie ich oder habt ihr vielleicht auch schon selber Erfahrungen gemacht, wie Firmen reagieren mit entsprechenden Schwachstellenmeldungen, sowohl vielleicht positiver, aber auch negativer Art? Würde mich brennend interessieren. Schreibt es bitte unten in die Kommentare. Ich schaue mir das gerne an. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt und meinen Kanal abonniert. Das hilft mir wirklich sehr weiter, kostet euch nichts, und wenn ihr noch die Glocke drückt, dann werdet ihr auch über die neuen Videos von mir aktiv informiert und ihr verpasst keinen neuen Content rund um die IT-Security.